das richtige Mikro hat. Einmal umdrehen kurz. Ja, hat er. So, wir sind live. Ja, wunderbar. Mach du das mal. Ja, viele Grüße hier aus Norwegen. Paddy und ich haben es geschafft, hier zum Wasserfall hochzukraxeln und sind jetzt ein bisschen kaputt, aber ich glaube, es lohnt sich. Wir haben aber noch nicht geschaut, ob es sich lohnt, denn den Ausblick haben wir uns noch nicht angeschaut. Erstmal kurz durchschnaufen, die Technik an den Start bringen. Wie geht's dir? Sammelt er einfach drauf los. Und der Typ mit der Kamera, der Malte, der hat uns das eingebrockt. Ja, das stimmt. Da gehen wir da so ein bisschen lang, da an der Straße entlang. Das sind 23 Minuten Fußweg. Und dann muss man da noch so ein bisschen hoch zum Wasserfall. Leute, ey. Oh, ich bin fix und fertig. Nein, also, aber so langsam geht's wieder. Ja, wir hatten uns überlegt, was machen wir? Dann dachten wir uns, lass uns irgendwie einen hohen Aussichtspunkt suchen. Genau. Ich dachte bei hoch eigentlich so ein bisschen, dass man das Schiff sieht. Malte kam dann mit, da ist ein Wasserfall um die Ecke, ja, und dann haben wir das einfach gemacht. Uns kamen dann unten Leute entgegen. Wir waren kurz davor abzubrechen. Und dann haben wir gesagt, geht nicht. Die meisten haben gesagt, es lohnt sich. Werden wir auch jedem erzählen. Genau, ja. Egal, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, Ne? und sagen, dauert auch nur 5 Minuten. Ne? Und dauert auch nur 5 Minuten. Ne? Ja, zum Glück haben wir nicht den Weg nach oben gestreamt. Wir wollen jetzt gleich mit euch gemeinsam gucken, wie hier wirklich der Ausblick ist, ob es sich tatsächlich lohnt. Dann uns da noch einen Moment hinsetzen, dann wollen wir euch den Weg zurück mitnehmen, weil wenn ich glaube hier die Treppen hoch und dann noch mit dem Gimbal in der Hand, das wäre wirklich... Bisschen too much, ne? Ja. Ja, ich weiß, dass der Chat das ganz toll gefunden hätte. Ja, sicherlich. Also je mehr man leidet, Desto umso besser interessanter finden ist die es, das. ja. Ne? Und ich muss auch gar nicht in den Chat gucken, da werden jetzt schon wieder Scherze darüber gemacht, über zu wenig Sport. Ach so, und, ja, gut. Ja, heute ist einfach Tauwetter für Dicke. Ja, aber wir machen jetzt ja mal Sport, ist doch toll. Ja, wir machen ganz hervorragend Nach dem hier, Mittagessen eben. Sport. Ja, Essen war super, haben wir auch relativ schnell erledigt. Und ich würde sagen, ich schneide mir jetzt mal meinen Rucksack auf. Ja. Und dann Wollen wir mal los? schnappe ich Ist mir mal Hose die wahrscheinlich Kamera dreckig? von Malte. Schauen wir mal, was der Ausblick hier so mit sich bringt. Ich muss noch einmal... Malte, kannst du noch mal halten? Ich muss mein Mikro noch mal ein bisschen umbasteln. Das dödelt hier so komisch rum. Ich bin so neugierig, ich laufe schon mal ein paar Meter. Mit dem Mikrofon sollte das ja klappen über die Distanz. Ja, ich bin mal gespannt. Also von unten hat man hier eine ganze Menge Leute Oh, ist auf wirklich diesem Plateau gesehen. bombastisch hier. Man hört auch den Wasserfall. Man muss in der Tat natürlich hier aufpassen, wo man hinläuft. Und ganz ehrlich, Malte, als wir hochgegangen sind, da sind uns ja Leute entgegengekommen. Da habe ich auch gesagt, wenn die das schaffen, dann wir auch. Wir wissen nur nicht, ob sie wirklich oben waren. Nein, also man muss dazu sagen, dass sich meine Sportlichkeit in Grenzen hält. Also jeder andere, der schafft das. Und Fabian? Ist perfekt, oder? Jetzt kommt die Sonne noch ein bisschen raus. Und dadurch haben wir beste Lichtverhältnisse gerade. Nee, geht nicht. Boah, das ist schon echt cool. Wahnsinn. Erstmal ein Selfie machen. Ja, wir müssen ja auch eins zusammen machen noch, oder? Ja, Dass wir es hier Ja, geschafft haben. Wir haben zwar den Stream auch als Beweis, aber so ein Selfie. muss mal kurz hier ein bisschen krökeln. Die Kamera ist nicht ganz gerade. Ah, ja. So, da habe ich so einen kleinen Tick mit. Wollen wir hier gleich ein Selfie machen? Ja. Ist ja nicht schlimm, wenn ich die Kamera in der Hand habe, oder? Nee. So. Perfekt, haben wir auch ein Beweisfoto. Schöne Hummerfarbe habe ich. Ja, und wo hier- ist das Schiff, ist die Frage. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Und dann werden wir mal schauen,
Ja, so wahnsinnig viel sieht man vom Schiff gar nicht, oder? Den oberen Bereich vom Schiff sehen wir auf jeden Fall. Ich dachte, wir sehen den Kussmund von hier. Das scheinbar nicht, ne. Boah, aber also erst Wasserfall oder erst Schiff? Ich glaube erst Wasserfall, oder? Da müssen wir erst mal rüber. Ja. Oh, hier kriegt man auch das erste Spray ab. Tut aber gut, ist richtig erfrischend jetzt Herrlich. mit dem Wasser. Boah. Schon toll. Ist das cool. Darf ich dir mal die Kamera geben? Ich muss Ja. auch unbedingt 1, 2 Fotos machen. Ja. Glaubt mir ja keiner. Obwohl mit dem Livestream. Oh, das Spray ist herrlich, oder? Tut richtig gut. Ist richtig Wind. Richtig Das gut. können die Zuschauer jetzt gar nicht spüren und merken, aber das Wasser, diese, ja, wie sagt man dazu? Wasserspritzer kommen uns richtig ins Gesicht hier. Die Gischt, ist genau. richtig- die Gischt. Das Wort habe ich Gischt. gesucht. Ja. Toll. Ja, was würdest du sagen? Fazitmäßig, lohnt sich hier hochkraxeln oder nicht? Also bei dem Wetter, das wir heute haben, lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen der Wasserfall auf der Seite und dann auch der Blick ins Tal. Das ist schon phänomenal. Wobei eine Wolke hätten wir auch nicht so schlimm gefunden, oder? Unterwegs nicht, aber jetzt ist schön, dass die Sonne scheint, oder? Das stimmt. Ja. Ich will noch mal ein Stück hier rüber gehen. Boah, guckt euch das mal an. Ist das nicht sensationell? Nur vom Schiff sieht man nicht so viel. Guckt euch dieses Panorama an. Guckt euch das bitte an. Ich hätte auch gerne ein Foto. Ja, der Gimbal zickt mal wieder ein bisschen. Fabian kriegt überhaupt nicht genug von den Selfies. Also Leute, das ist Natur in ihrer schönsten Form. Wirklich. Also wir sind zeitlich vom Schiff bis hier hoch. Ich frage Fabian gleich nochmal, der hat auf die Uhr geguckt. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten. Super. So, die Beweisfotos sind im Kasten. Das gehört natürlich auch dazu hier oben. Bei so einem Ausblick. Sag mal, ihr hattet auf die Uhr geguckt. Wie lange sind wir gelaufen? Vom Schiff bis Vom hierhin? Schiff, glaube ich, 40 Minuten. Ja. Und den letzten Aufstieg 20 bis 25. Also alles in allem etwas über eine Stunde. Also ne, 40 Minuten inklusive des letzten Aufstiegs. Ach so, also, vor genau einer Stunde also wenn wir jetzt sagen, Schiff bis hier hoch, 45 bis 60 Minuten, Ja, liegt mal ganz gut. ja.
Und gleich nehmen wir euch natürlich mit runter. Fabian wollte aber auch noch ein bisschen was für sein YouTube-Video aufnehmen. Genau, richtig. Du, können wir nicht erst mal runtergehen und dann könnt ihr das doch nachher, dann könnt ihr doch noch Gehen mal wir noch mal hochgehen. kurz hoch, ne? Und dann könnt ihr das in Ruhe machen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Aber dann wird das nichts mehr. Fabian, mach das ruhig, wenn Ja, du was fürs okay. Video aufnehmen willst. Dann brauchen wir mal gerade das Mikro. Soll ich dir mein Mikro abnehmen, dass du Dann nicht können wir das so machen, ja. Dann zwei im Bild hast? wieder da. Ja. Dann mache ich das mal aus. Dann genießen wir das noch ein bisschen, während Fabian kurz was für sein Video einspricht. Und wir gucken uns einfach diese wunderschöne Landschaft an. So, was ist denn hier schon wieder los? Funfair, 11 Monate dabei. Christa Hartmann, Christa meine Liebe, 16 Monate. Der Chef 1 ist seit 10 Monaten dabei und Real DJ Tobi Live, neu auf dem Fischmarkt. Moin, 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 mein Lieber. Plan ist, dass wir euch gleich mit runternehmen, die ganze Strecke, und dann zum Schiff gehen. Und dann wollen wir uns ja noch mal direkt unten Flom angucken mit dem Schiff. So. Ich weiß, dass ihr gleich wieder alle meckert, aber solche Abhänge haben ja irgendwie eine magische Anziehungskraft auf meine Kamera. Mütze, ich mache das gerade alles mit dem Handy. Der Gimbal, der zickt zwar so ein kleines bisschen hier, der führt immer so komisch nach, aber geht eigentlich ganz gut. Also wenn ihr später das Video vom Fabian seht, habt ihr hier das Behind the Scenes. Ja, der Kameramann stirbt nie, ganz genau. Irgendeiner muss ja die Unfälle filmen. Ich setze mich mal einen Moment hin. Muss ja auch mal sein. Jetzt macht er schon wieder ein Selfie. Ja, McCain, bitte viel trinken. Hättest du mir mal sagen sollen, bevor wir losgegangen sind. Sind im Kasten? Ja. Dann können wir uns ja gleich so langsam auf den Rückweg machen, oder? Ja, Weil wir wollen ja den Stream mitnehmen genau. bis unten zum Schiff. Schau mal, hier hast du auch schon runtergefilmt einmal. Das sieht Ja, gut aus. mit dem langen Arm.
Dann, Hast du das Mikrofon für mich wieder? Das ach ja, ein Mikrofon. Gut, dass hier wenigstens einer mitdenkt. Das ist so, ja. Ja. Vielleicht andere Seite. Ja, Danke. ist schon an. Doch, hat sich gelohnt, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Gut, dass wir es gemacht haben. Wir hatten ja echt kurz unten gezweifelt. Das war da unten an der Straße da. Das ist ja echt Wahnsinn. Genau, also ich kann ja mal zeigen, wo man quasi startet. Da unten ist das. Da ist nämlich auch ein Klohäuschen. Ja, richtig. Und da geht, glaube ich, der Weg los, ne? Sind wir noch Und ein paar dann so ein Meter bisschen weiter? weiter nach Ja. rechts, da zwischen den Büschen. Da geht der Weg Da. los, ganz genau. Ja, Chat, habt ihr Bock, dass wir euch mitnehmen auf den Rückweg bis zum Schiff? Ich weiß, rhetorische Frage. Aufi! Ja. Dann wollen wir mal. Hoffen wir mal, dass die Schwerkraft etwas behilflich ist. Fällt schon schwer, Abschied zu nehmen von diesem tollen Ausblick. Ja. Ist echt toll. Und ich hatte das gerade schon auch für mein YouTube-Video erzählt, was ja das Besondere daran jetzt ist. Wir machen das auf eigene Faust. Das heißt, wir zahlen hier für diesen Ausflug nichts. Wir haben keine Zeiten, an die wir uns halten müssen. Wir können jetzt hier oben so viel Zeit verbringen, wie wir wollen. Wir kriegen Sport. Ja, genau. Niemand schreibt uns irgendwas vor. Das mag ich halt an Norwegen immer so gerne, dass so viel möglich ist, auch auf eigene Faust zu machen. Elke, danke für 3 Monate. Am besten fand ich ja die Frau, die ihr Kind auf dem Rücken hatte. Ja, das muss ja besonders anstrengend sein. Ich wollte gerne mit dem Kind tauschen. Hat sie nicht gemacht, die Frau? Nee, Komisch. vor allem meinte sie, ich wäre nicht der Erste, der auf die Idee gekommen wäre. Man muss schon gucken, wo man hintritt. Ja, mach vorsichtig, ne? Das ist so. Dadurch, dass die Stufen eben sehr unterschiedlich auch sind, ist es alles Natur hier. Also Die sind okay, die Stufen von der Höhe. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber sie sind nicht so gleichmäßig, dass man sie ja. blind gehen kann. Ist bald geschafft. Lohnt sich. Ja, vielen Dank. Das ist nett. Also hier darf man jetzt wirklich nicht mehr abbrechen. Das wäre Nee. schlecht. Hast du ein paar Bilder gemacht, die wir unten verkaufen können an die Abbrecher? Ja, aber jetzt bräuchten wir noch so einen Sofortbilddrucker oder so. Ach so, nee, kannst du doch per Airdrop heutzutage. Ach ja, Dann stimmt. können sie das als ihre. Aber Vorkasse dann, ne? Ja, natürlich. Hast du ein Kartenlesegerät dabei? PayPal. Ah ja, okay. Ja, Fabian hat das vorhin schon erzählt, als wir hochgegangen sind. Die Norweger greifen nach Möglichkeit nicht in die Natur ein. Das heißt, die fangen nicht an, solche Sachen hier abzusperren, irgendwie Seile und so weiter. Die sagen, das ist Natur. Ja, hier geht es jetzt einfach runter. Ne? Da geht's muss man einfach schon runter. aufpassen. Wobei die Stufen, die müssen ja schon irgendwie hier Ja, das schon, ja. worden sein. Aber vielleicht kennen einige Zuschauer den Präkestolen, diesen ganz markanten Felsvorsprung bei Stavanger in der Nähe. Das ist halt so das extremste Beispiel, das ich kenne in Norwegen, wo die Norweger einfach beweisen, man muss auf sich selbst aufpassen, weil es geht 600 Meter runter, es ist diese steile Klippe. Und wenn der einen Schritt zu weit geht, das war's. Da ist
Ja, das ist dann so. im wahrsten Sinne des Wortes natürliche Auslese. Ja, Es lohnt sich. Ist nicht mehr weit. Das ist wirklich jetzt der Endspurt. Fast Keine geschafft. 5 Minuten mehr. ja. Ich habe das Gefühl, von einer Stufenmotorik ist runtergehen schwieriger. Ja, das muss man ja auch so machen, dass es nicht so gefährlich für die Knie und Gelenke Also ist. ich tippe fast, dass wir runter länger brauchen als rauf. Meinst du? Ich glaube, die Also es ist Pausen nicht so brauchen wir anstrengend, aber du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren. Joachim, 2 Jahre. Dankeschön. Liebe Grüße vom Berg. Also die Alpenländler, die schmunzeln natürlich über solche Berge. Für den Hamburger ist das hier der Mount Everest. Stimmt. Unser Geschnaufe wird wahrscheinlich anstrengend auf Dauer, oder? Für die Zuschauer. Ja, ich war natürlich so weitsichtig und habe mich ordentlich mit Sonnencreme eingeschmiert. Hat sich oben, kurz bevor wir den Stream gestartet haben, wunderbar mit Schweiß vermischt und ist mir in die Augen gelaufen. Wir haben auch ein schönes Foto gemacht oben in dem Moment. Das teilen wir auf Instagram. Also nicht verpassen. Hallo. Ja, Abendessen ist verdient. Erstmal ist der Burger abgearbeitet, den ich zum Mittag hatte. Hier mitten auf dem Berg. Ich hatte eben mal über die Smartwatch den Weg mitgetrackt. Laut Uhr habe ich 270 Kalorien nur verbrannt. Ich glaube, mit dem Burger, das ist Was hat so ein Burger? mehr. 6, 7, 800 bestimmt. Da Ne? müssen wir noch 2-3 Mal hochlaufen. Dann haben wir es. Ich hoffe, du hast nichts liegen lassen oben von deiner Technik. Du. Solange der Stream läuft, sind die wichtigsten Dinge Ja, dabei. gut, das stimmt. In welchem Restaurant waren wir essen? Wie hieß, Fuego hieß das, Genau, ne? das Familienrestaurant. Dadurch bedingt, dass es das einzige war, das zu dem Zeitpunkt geöffnet hat, um 12 schon, hatten wir das genommen. Ja, das ist dann das Restaurant, wo einige dann vor dem Landgang noch mal schnell reingehen. Macht als erstes auf. Dementsprechend war das auch um Punkt 12 voll. Ja. An sich ist es hauptsächlich für Familien gedacht, deswegen auch das Buffet teilweise etwas niedriger, dass die Kids auch gut rankommen. Aber es war jetzt halt einfach das Einzige, das früh geöffnet hatte. Fabian, darf ich gleich mal ein Stück vorgehen? Ja, klar, sorry. Ich meine nicht, dass du nicht einen hübschen Rücken hast, aber Gerne, gerne. um so ein bisschen hier noch mal den Weg etwas grüner statt blau zu haben. Hallo.
Wie weit ist es noch? Ich würde sagen, es ist ungefähr die Hälfte jetzt. Aber es lohnt sich wirklich. Ja, haben wir schon gehört. Es ist schön. Also, naja. Ein paar Pausen machen haben wir auch gemacht. Dann hilft das sehr gut. Wir schaffen es. Und dann belohnt der Ausblick. Ja, danke. Ja, Viel man muss Spaß. schon wirklich gucken. Genau, Sabrina, im Fuego ist die Softeismaschine. Da war ich natürlich auch als Eisjunkie. Ja, so schnell bin ich auch nicht, aber danke schön. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gar kein Gefühl dafür, wie viel wir geschafft haben. Also ich würde jetzt sagen, die Hälfte haben wir. Gut, dass ich den Weg hoch nicht gestreamt habe. Runter geht mehr in die Knie. Das ist so, ja. Hallo. Hallo. Planen wir eigentlich noch Fjordbaden? Tja, Also ich hätte ja schon Bock, mal in so einem Fjord zu baden. würde sich, wenn, heute gut anbieten. Weil da ist ja direkt ein Strand am Schiff. Keine Und es ist Badehose warm. mit. Die kannst du ja noch holen gehen. Kann man es nicht an den anderen Tagen irgendwo machen? Wie ist es denn beim Geiranger? Tja, da gibt es auch was, aber also am schönsten ist es auf jeden Fall hier, zumal das Wetter heute auch am besten ist. Weil in Nordfjord Alt habe ich gesehen, haben wir wahrscheinlich 8 Grad Tagesmaximum. Ja, ist der Unterschied zum Wasser nicht so groß. Ja, aber nach dem Baden ist es natürlich besonders unangenehm. Also wenn du das machen möchtest, vielleicht sogar heute noch. Kann das sein, dass wir gleich die Stufen geschafft haben? Ja, da vorne am Tor haben wir es. Und dann kommt noch so ein Schotterweg. Genau. Bist du mit der Mama? Okay, so war das hier. Genau, so machen wir das. Heike schreibt, der Weg wäre nichts für sie. Heike, ich kann dir sagen, für mich ist der auch nichts. Ja, oben auf dem Baum. Viel vorsichtig laufen, ne? Du hast es geschafft, Patti. Hält ja auch das Ich will noch einmal in die andere Richtung filmen. Zieltor auf. Wie so ein Ziegengatter. Ja. Gerne. Kam uns nicht irgendjemand entgegen, der die Stufen gezählt hatte? 560 oder so? Ja, irgendwas war da. Hey, das ist doch was für ChatGPT. Ja, Kann man ChatGPT fragen, wie viele Stufen das sind? soll ich mal machen? Der Wasserfall hat doch einen Namen. Breckefossen, ja. Wie viele Stufen sind es bis zum Breckefossen? Nee, Nacktbaden garantiert nicht. Also Garantiert nicht. Es gibt 2 verschiedene Angaben laut ChatGPT. Laut Alltrades sind es etwa 578 einzelne Stufen. Ja. Wanderlog sagt 200 Stufen, aber ich glaube, es Nee. sind dann doch eher 578. Also uns kam ja jemand entgegen, der sagte 560. Ja, irgendwas in dem Dreh. Andreas Preuß, mein Lieber, ich danke dir. 5 Euro für Dingsbums und Gedöns. Und Andreas Wilhelm haut auch nochmal 5 Euro Superchat raus.
Für ein Erfrischungsgetränk, ja. Ganz lieben Dank, ganz lieben Dank. Herbie, willkommen bei uns an Bord auf Twitch. Danke für deinen Sub. Kann man eigentlich Bordguthaben verschenken? Ja, das geht. Also jetzt, ich sag mal so, was weiß ich, als Weihnachtsgeschenk, dass man zum Beispiel sagt, ich weiß, es fährt jemand Das wieder geht, in ja. Urlaub und der kriegt jetzt so eine Rubbelkarte, 50 Euro Bordguthaben. Man oder kann so. Bordguthaben für andere Gäste auch einbuchen, das ist so. Ja. Ist jetzt aber nicht so, dass man wirklich so eine Karte im Supermarkt kauft. Nee, Also nee, das nicht. müsste man Das- dann genau. auch irgendwie über euch machen. Genau, ne? richtig. Ja. Das kann man sich dann einloggen und das dann buchen, also auf die Buchungsnummer hinterlegen, das geht schon. Ja. Weil ich meine, es ist ja eigentlich so ein ganz nettes Geschenk, ne? Wenn man weiß, dass irgendwie jemand, Freund oder Familie, Absolut. hier in Urlaub fährt und Ja, die Beine, die spüren wir noch ein paar Tage jetzt, glaube ich. das gibt einen ganz exzellenten Muskelkater. Morgen sind wir in Orlesund. Da gibt es ja den Hausberg Axler. Das ist halt auch traumhaft. Fabian, du brauchst gar nicht weiterreden mit Bergen. Du brauchst nicht weiter erzählen. Okay, ich Ja doch, erzähl für die Zuschauer. Ja. Also Aber in, versuch mich nicht zu überreden. in Orlesund gibt es den Hausberg Axler und der thront direkt über der Stadt und hat einen fantastischen Ausblick von oben. Das sind, glaube ich, 418 Stufen, aber die sind richtig betoniert, also nicht so uneben wie heute. Und es gibt zwischendurch immer mal wieder ein paar Bänke. Und selbst wenn man da sagt, man schafft nur die Hälfte, gibt es trotzdem tolle Ausblicke. Das ist der Unterschied zu dem Weg hier, weil wenn man jetzt hier auf der Hälfte abbricht, da hat man nicht wirklich viel gesehen. Nee, Das ist da morgen auf jeden Fall deutlich schöner nochmal, was das angeht. Also der Weg an sich ist schöner. Und direkt am Zentrum gelegen, also schon schick. hier kommen die ganzen Mutigen, alle noch motiviert. Alle sind sie noch frisch, die hier hochgehen. Die wissen alle nicht, was ihnen bevorsteht. Noch lachen sie. Du machst ja Mut. Ich will die Fotos verkaufen. Das nennt man Angstmarketing. Oh. Also der Schotter ist bergab, aber ein bisschen Die fies. gefährlichsten Meter jetzt hier zum Abschluss. Das ist in der Tat etwas... Uiuiui. Oh, oh. Oh, Stell dir vor, oh, oh. oh, jetzt ist es fast passiert. Stell dir vor, wir hätten es bis hierhin geschafft. Und so. Zack. Sehr gut. Und wie war's? Sehr schön. Sensationell. Wollt ihr Fotos kaufen, dann braucht ihr nicht hoch. Keine Chance. Nein, ist wirklich schön. Ist toll und lohnt sich auch. Ja, und jetzt laufen wir noch mal so circa 25 Minuten, 20, glaube ich. 20, ne? 25 Minuten. Wobei Ja, wir jetzt- sind ein bisschen Ja, angeschlagen. ich wollte es gerade sagen, jetzt vielleicht doch eher 25. Aber wenn man so eine kleine Challenge dann doch erledigt hat, Ja, das ist man ja doch macht zufrieden, ne? ganz glücklich. Ne? Jetzt schauen wir noch mal da hoch. Da waren wir eben. Ist auf jeden Fall noch mal ein ganz anderer Anblick da oben. Achtung, Auto. Ja. Hier unten kommt das Wasser auch gleich an. Ach ja, genau, das ist hier der Bach, richtig. Da können wir dann was trinken aus dem Bach. Können wir die Wasserflasche voll machen. Ja, genau. Ja, aber mal ehrlich, so ein Wasser, das soll doch angeblich soll das doch richtig klar und sauber sein, Ja, oder? ich erinnere mich da mal Chat? an eine Story. Die
Freunde von meinen Eltern mal erzählt haben, die auch in den Alpen waren. Und das war wohl ganz tolles Wasser. Das sah super klar aus, haben dann daraus getrunken. Sind dann weitergefahren mit dem Auto und 2 Minuten später haben sie gesehen, wie die Kühe da drin standen. Und Reingekackt haben. ja, ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber du hast es jetzt gesagt. Da war das Wasser vielleicht doch nicht so frisch wie erhofft. Hessenblitz schickt eine Erfolgsprämie. Ich danke dir, mein Lieber. 10 Euro. Aber ich glaube, hier stehen definitiv keine Kühe in dem Nee. Bach. Das wohl kalt ist, das Wasser? Wahrscheinlich schon, ne? Kann man Da da vorne ist so ein Stein, da kannst du doch gut testen. schon sehr kalt, ja. Aber erfrischend, tut gut. Tut gut, schön kalt. Schön kalt, oder? Ja. Glaube ich. Würde jetzt auch am liebsten meinen Kopf da reinstecken. Soll ich die Kamera halten in dem Moment? Ja, MacGame schreibt auch, das ist Schmelzwasser, das sollte eiskalt sein. Ja. Ja, das kommt halt jetzt alles runter. Ne? Der letzte Schnee von den Bergen. Genau. Wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass in einem Monat der Wasserfall Wird schon immer etwas weniger nachlässt. jetzt, genau, wird immer weniger. Ich war im Herbst hier vor 2 Jahren im Garinger Fjord, da gibt es ja die 7 Schwestern, die im Frühjahr ganz, ganz stark zu sehen sind, wenn der Winterschnee schmilzt. Und im Herbst, das war Ende Oktober, Anfang November, da waren die fast ausgetrocknet. Also da passiert nicht mehr viel. War auch süß hier, Richtig, Grundstück und Ja. die Hütte. richtig idyllisch. Ja, hier wird nach den Temperaturen gefragt. Was haben wir hier? 25? Ja, ich glaube Tagesmaximum heute 27 Grad. Ich weiß gar nicht, was zeigt denn die Temperaturanzeige im Chat gerade an? Ich kann die, im Stream. Ich kann die nicht sehen. Liegt die halbwegs richtig? Ja, hier melden schon einige 31 Grad in Oldenburg. Wahnsinn. Oh, 26 wird im Stream angezeigt. Ja, Das kommt hin. kommt hin. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall noch mal einen richtig schönen Blick aufs Schiff werfen, oder? Das ist so. Da gehen wir jetzt hin. Da kann man direkt am Schiff baden. Also der Strand ist ja ganz in der Nähe. Vorne am Bug glaube ich nicht. Aber seitlich da am Heck. Tube Radio History schreibt, ihr wirkt aber noch sehr fit. Ja, ist halt. Es ist nur Show. Also eigentlich hat uns das ja gar nichts gemacht. Aber Das sieht Ihr auf wisst- den Bildern aber anders aus. ihr wisst ja, ein bisschen Mitleid erregen, ein bisschen auf Drama machen. Klickt besser. Guck mal hier. Ich wohl auch wohnen. Echt hübsch, ne? Ja. Fabian haut unheimlich viel auf Instagram raus. Guckt mal bei ihm auch auf Instagram Kreuzfahrtstudio. Genau. Bin ich sehr Also da fleißig. gibt es auch eine ganze Menge. Lohnt sich vorbeizuschauen. Ich bin da nicht so fleißig auf Instagram. Bei manchen Aufnahmen markiere ich dich ja auch, dann kannst du es auch gerne teilen. Heute Morgen habe ich im Bug eine Aufnahme gemacht mit einer 360 Grad Ja, Kamera. die habe ich geteilt, die war cool. Die ist cool, ne? Ja. Was ist das denn hier für ein Gerät? Das ist eine Schinkenschneidemaschine? Das ist im letzten Jahrhundert. Aber eine Schneidemaschine, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob für Schinken. Wahrscheinlich für was Größeres. Gute Frage. Sieht aus wie eine Schneidemaschine. Steht hier 1995, glaube ich, ne? Da oben.
Oder 1800. Das- 1800, ja wahrscheinlich, so wie sie aussieht. Ein Heckler ist das, schreibt Norge. Eine Salami-Aufschnittmaschine. Für alle, die die extra dicke Scheibe mögen. Heuschneidemaschine wird hier noch vorgeschlagen. Boarding ist heute bis 19:30 Uhr, glaube ich, oder? Genau, 20 Uhr Abfahrt, raus. richtig. Das ist ja immer üblich auf Kreuzfahrtschiffen. 30 Minuten vor Ablegen alle Mann an Bord. Ja. Und die checken das mit der Bordkarte. Du musst mit der Bordkarte quasi auschecken. Genau. Einmal kurz scannen. Und wenn du reingehst, scannst du die wieder. Und dann wissen sie, ob alle da sind. Ist es eigentlich in der Realität oft, dass irgendwie Gäste fehlen oder funktioniert das gut? Das funktioniert schon gut. Also es gibt immer mal wieder die Situation, dass Gäste irgendwo hängen geblieben sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so und dann ist etwas länger benötigt. Aber dafür steht auf der Bordkarte auch immer die Telefonnummer vom Schiff, also die Notrufnummer. Und dann kannst du halt das Schiff anrufen und wenn du dann sagst, okay, das sind 10 Minuten, die wir noch brauchen, dann sind wir da. Dann warten die in der Regel auch. Kommt auch immer auf die nächste Distanz an, was jetzt ansteht, wie weit es ist. Wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit für die nächste Seestrecke dann eh schon 19 Knoten sind, dann kann das Schiff natürlich viel weniger warten, als wenn es jetzt nur gemütliche 7 Knoten sind, was es ja auch immer mal wieder gibt. Dann ist der Kapitän ja schon mal ein bisschen großzügiger. Aber hängt ja auch immer vom Verkehr ab, ob die Lotsen dann Zeit haben und ist schon komplex. Aber das ist hier die Bordkarte, vielleicht mal für alle, die es interessiert. Ist halt wie eine EC- oder Kreditkarte. Ich zeige jetzt halt nur die Rückseite, weil auf der anderen Seite hier so ein paar Informationen Ist da draufstehen. eigentlich irgendwas Wichtiges? Oder? Nee, ich glaube nicht. Also dann kann man es auch im Grunde von der Seite. Auf manchen Also Schiffen- wenn der Chat deine Kabinennummer hat, können sie dir noch einen Gruß Ja, schicken, oder? genau. Also so sieht das aus. Auf manchen Bordkarten, bei manchen Schiffen steht sogar die Reisepassnummer und so drauf. Deswegen habe ich erst einmal geguckt. aber Wichtig nicht ist, der es Fall. steht vor allem die Musterstation drauf, also die Sammelstation, Genau. wo ihr im Notfall hin müsst. Das finde ich in der Tat ist auch eine wichtige Geschichte, dass das so quasi die erste Amtshandlung ist, wenn man an Bord kommt. Sicherheitsvideo, Ja. Schwimmweste einmal anziehen, ausprobieren und dann muss man zu seiner Musterstation. Genau. Und bei der Musterstation, da scannt man dann die Bordkarte und damit, also da laufen auch Leute rum, die gucken dann auch, ob du die Weste einmal anhast, Genau. damit du einmal weißt, wo du hin musst im Falle eines Notfalls. Das ist ja etwas, das die Pandemie wirklich in dem Bereich nachhaltig, ich will nicht sagen verbessert in dem Zusammenhang, war alles natürlich nicht so ideal, aber das ist halt geblieben, diese Änderung, dass nicht mehr die Seenotrettungsübung mit allen Gästen gemeinsam stattfindet. Das war früher der Fall und es hat teilweise eine halbe Stunde oder länger gedauert, wo alle Gäste gleichzeitig zur Sammelstation mussten und die erst beendet wurde, die Übung, wenn der letzte Gast da war. Und ich habe teilweise über eine Stunde da gestanden und das ist so eng gewesen und das hat man im Rahmen der Pandemie dann natürlich abgeschafft, damit nicht alle gleichzeitig so eng aufeinander kommen. Und das wurde zum Glück echt beibehalten, weil du hast es ja selbst gemerkt, einmal kurzes Video schauen, auf der Kabine hingehen, zack, fertig. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob nach dem Video und mit selber einmal Schwimmweste anziehen, ob wirklich alle Gäste in der Lage sind, Ja, also im Notfall entsprechend zu handeln. das Video ist natürlich schon sehr umfangreich. Also wenn man sich es wirklich aufmerksam anschaut, hat man schon sehr viel gelernt. Und du prägst dir ja einmal den Weg ein von der Kabine dann zu deiner Musterstation. Und vorher war es so, du hast dann eben da gestanden mit 4000 Personen auf den Musterstationen und dann gab es diese Informationen, die jetzt auf dem Kabinenfernseher laufen, halt per Durchsage. Ja gut, und Da wenn hat du auch da niemand nicht zugehört zugehört. hast, Da war kommt's aufs Gleiche Es raus. wurde auch immer irgendwo jemand ohnmächtig. Das war fast gesetzt, weil irgendjemand hat es immer nicht ausgehalten, gerade auch auf den Fernstrecken. Es war teilweise wirklich eine Qual. In der Karibik nach 12 Stunden Flugzeit, dann noch Transfer, teilweise mitten in der Nacht, Zeitverschiebung und dann noch da eine Stunde zur Seenotrettungsübung. Ich habe es immer gesehen, dass irgendwo jemand ohnmächtig wurde und das war natürlich ein schrecklicher Einstieg in die Reise im Grunde. Und das ist jetzt deutlich, deutlich besser.
5 € für den Käseshop, bevor wir morgen die Treppe steigen. Ganz lieben Dank per PayPal, anonym. Und die Steffi aus Bielefeld schickt 5,99 und sagt, ich würde wohl gerne ein Foto haben wollen. Die Frage ist, welches Foto? Ich habe das jetzt wahrscheinlich wieder zu spät gelesen. Steffi, sonst musst du noch mal schreiben. Ich hoffe, ein Foto, das wir gemacht haben und nicht eins, das wir noch hätten machen sollen. Ja. Vielleicht eins von oben am Wasserfall oder das Foto für Selfie, keine Ahnung. Steffi möchte gerne das Selfie von dir haben. Oder von uns, das Selfie meinte ich. Nochmal den Blick zurück. Da oben ist der Wasserfall. Also jetzt gefällt mir das richtig gut. Eben beim Aufstieg Jetzt kommt auch Wind. war ich so ein bisschen, Jetzt haben wir ein bisschen what Gegenwind. the fuck am I doing here? Das ist ja meistens so. Erstmal die Überwindung und am Ende ist man dann super glücklich, wenn man es gemacht hat. Fabian, viele Fragen wiederholen sich hier, aber ich weiß, du beantwortest die ja sehr, sehr gerne. Haben wir ein Getränkepaket und lohnt sich das? Ich glaube, es ist wieder so eine relativ kommt drauf an Frage. Genau, das ist so. Ach, guck mal, da vorne, da sind so Kühe mit Hörnern Oh ja. und ganz Fell. Also du hast ja ein Getränkepaket, ich habe keins. Lohnt Schon gewundert, warum ihr immer Wasser trinkt. Ja gut, das ist halt die Sache. Ich bin ja relativ viel unterwegs und das würde einfach zu viel sein, Ja. immer in diesen Unmengen das alles zu konsumieren. Das ist zum einen nicht gesund und zum anderen tut das ja dem Hosenbund auch nicht so gut. Es relativiert sich für dich wahrscheinlich auch, dass du sagst, wenn du an Bord Wasser hast. Ja, eben. Ne? Und zum Beispiel im Buffet-Restaurant gibt es ja auch die Getränke mit dabei, so, also Tischwein zum Beispiel und dann mal ein Glas Wein, das ist dann ja auch Ich alles möchte in Ordnung. dahin zu diesem Ja. Tier. Aber jetzt noch Cocktails in Unmengen und so weiter, das wäre, für mich würde es sich deswegen auf keinen Fall lohnen. Du zählst aber auch nicht. Nee, genau. Deswegen, für die meisten Urlauber ist es sicherlich schon interessant, einfach diese Sorgenfreiheit dadurch zu haben, nicht jedes Getränk bezahlen zu müssen. Aber es gibt ja unterschiedliche Pakete, ne? Genau, richtig. Wie ist das grob? Also es gibt einmal das All-Inkle, da Richtig. kannst du richtig. Genau, das heißt Trinken. Komfort Deluxe. Da ist das meiste mit dabei, auch noch nicht alles, also besonders hochwertige Getränke dann eben nicht. Aber das ist schon das Umfangreichste. Dann gibt es noch das Komfortpaket. Da ist dann, Ein Troll. oh ja, da ist dann halt etwas eingeschränktere Auswahl. Und dann gibt es das, oh, Vorsicht. Und dann gibt es noch das Light-Paket, das ist dann mit den alkoholfreien Getränken. So, hoffentlich bleibt das Tier da stehen und läuft jetzt nicht weg vor uns. Hier kommen wir zur Ponderosa. Ah, guck mal, habe ich es Nein, angesprochen. nein. Ich hätte es Jetzt nicht haut sagen das Tier ab. dürfen. Können wir einen Lockruf machen? Ich hätte es Hallo, nicht sagen Tier. dürfen. Das habe ich so oft in letzter Zeit. Ich sage irgendwas und dann passiert es. Das ist echt verrückt. Sind das Kleine davor? Das sind kleine, ja. Oh nein. Oh, das, Stehen bleiben. das ist meine Aura. Oh, die sind so süß, die haben so eine tolle Frisur. Aber wie heißen die denn jetzt wirklich? Ich will mich hier nicht blamieren. Galloway, schreibt der Chat. Hochlandrinder. Ja, cool. Boah, sind die süß. So nah vor allem jetzt auch hier. Ja, so, oh, die sind bestimmt richtig kuschelig. So, Fabian, da hast du es. Ja.
Muss mal wieder zum Friseur, oder? Die Augen sind schon so abgedeckt. Ja, für so einen Großstädter ist das eine tolle Abwechslung. Ach, guck mal, da sind die, die nicht laufen wollen. Ey, wenn die bangern, aber obwohl da oben war nichts. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst von der einen Seite den Berg hoch und von der anderen Seite kommt die Bahn hoch. Wahrscheinlich müssen die Rinder auch den ganzen Tag Touristen ertragen. Also erster Tag Norwegen, würde ich sagen, können wir schon mal auf die Plusseite packen. Absolut. Da gleich noch mal einen schönen Blick aufs Schiff, bisschen durch Flom. Oh, Auto. Kannst du ein Trollbild mit mir machen? Ja, klar. Soll ich dein Handy nehmen? Ach so, da ist ja der Stream drauf. Musst du mir dann schicken. Ja. Das ist eine Tröllin. Sehr schön. Danke, Malte. Ja, sie schreibt, der Chat ist echt makaber. Ich habe natürlich wieder nur die Hälfte mitbekommen. Ist vielleicht auch manchmal gut so. Dagman, danke dir für deine Verlängerung bei Twitch, 8 Monate. Wie oft kommt das bei dir eigentlich vor, dass du außerhalb von Hamburg mal was streamst? Also regelmäßig, aber nicht mega häufig. Okay. Also ich war mal in Warnemünde, Ah ja. Mhm. Kiel habe ich mal gemacht. Rotterdam war ich zum Beispiel. Ah, okay. Aber das meiste ist halt schon Hamburg. Ja. Ja, gibt es noch Fragen rund um Kreuzfahrten? Irgendwie was ich noch beantworten kann? Dass ich mich ein bisschen nützlich machen kann. Ich glaube, im Moment genießen die Zuschauer so ein Okay. bisschen die Landschaft. Sehr gut. Da sogar der Schneefleck. Ja. Stimmt, Papenburg war ich dann mal. Papenburg ist immer toll, so Ja, bei den Überführungen. Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass man von da oben richtig schön das Schiff so im Wasser sieht. Hatte ich auch etwas mehr gehofft, ja. Aber gut, das haben wir gleich noch schön vorne. Welche Papiere brauche ich von AIDA für den Check-in?
Du meinst wahrscheinlich deine Papier. Ausweis nur, ne? Genau, also für Norwegen Personalausweis. Kommt ja immer aufs Fahrtgebiet an. Es gibt ja auch genügend Fahrtgebiete, wo auch ein Reisepass nötig ist. Aber hier für Norwegen ist es total unkompliziert. Und ich sehe die Frage, ob du Flusskreuzfahrten, ob du da Erfahrungen hast. Ja, sehr viel sogar. Also, wir sind bestimmt schon 15, 20 Flusskreuzfahrten auch dabei gewesen. Donau, Rhein, Main, Mosel, so die Klasse. Douro auch schon in Portugal, das war übrigens richtig großartig. Ist das richtig cool? Ich habe immer, also es ist wahrscheinlich ein böses Vorurteil, aber ich habe immer so ein bisschen so ein Rentnerschiff. Ja, also Obwohl, ich bin auch bald in dem Alter. naja, also der Altersdurchschnitt ist da schon höher, ja. Aber mich persönlich stört es eben nicht, wenn es jemand, also wenn Gäste sagen, sie möchten tatsächlich Party machen oder Stimmung haben und richtig viel Entertainment, dann ist es nicht das Richtige. Aber was ich bei den Flusskreuzfahrten so schön finde, und da erinnere ich mich in Norwegen immer dran, ist diese Landschaftsfahrt. Gerade auch die Mosel zum Beispiel entlang zu fahren oder den Douro, den ich eben angesprochen hatte. Du siehst halt permanent großartige Landschaften und das ist in meinen Augen der größte Pluspunkt. Das Schiff ist kleiner, gemütlicher, gibt es aber auch einiges zu beachten wieder, dass man da nicht die falschen Kabinen auswählt, wo es laut ist. Also das ist wirklich wichtig, da nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Aber da können wir auf jeden Fall helfen. Auch viele Wohnmobile hier unterwegs. Da ist auch ein Campingplatz oder ein Wohnmobilstellplatz. Gibt es Flusskreuzfahrten mit Hund? Ich glaube, ich habe mal von einem Schiff gehört, ja. Ob das noch aktuell ist, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ist aber, wenn, auch eine ganz große Ausnahme. Man tut einem Hund auch keinen Gefallen damit, muss man sagen. Zumindest nicht, wenn das jetzt ganz normal, sag ich mal, Haustierhund ist. Ja. Es gibt natürlich diese Service Dogs und solche Sachen. Ja. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Lauter mobile Nagelstudios, wie Rainer sagen würde. Ich bin mal gespannt, wie voll es gleich im Hafengebiet ist. Weil man stellt sich ja vor, so ein 300-Seelendorf und dann fallen plötzlich 3000 Kreuzfahrtpassagiere darüber her. Das ist ja immer so eine Vorstellung. Es verteilt sich ja schon ganz gut. Viele sind jetzt auf Ausflug, viele sind mit dem Zug unterwegs. Dann gibt es auch immer Gäste, die nicht von Bord gehen. Also in jedem Hafen gibt es Gäste, die einfach auf dem Schiff bleiben. Die kennen das vielleicht schon oder manchen geht es einfach an dem Tag nicht so gut oder wollen einfach ihr Buch lesen, genießen einfach nur das Panorama von Deck aus. Gibt es auch immer. Und dann gehen manche vormittags direkt raus, manche erst nachmittags. Es ist ja nicht so, dass immer alle gleichzeitig dann an Land sind. Wie ist das mit WLAN an Bord, auch während der Seetage? Und die wichtige Frage, was kostet das? Ja, also es gibt ja die verschiedensten Pakete, hast du ja auch schon ausgekundschaftet. Ne? Also entweder für viele reicht im Urlaub vielleicht auch die Social Media Flat, wo einfach nur die sozialen Netzwerke dabei sind, um mit den Freunden, mit der Familie und den Freunden zu Hause in Kontakt zu bleiben. Kostet jetzt für diese Reise, glaube ich, 50 € für die gesamte Dauer. Und dann gibt es eine normale Internetflat und eine Premium-Internetflat. Also je nachdem, was man machen möchte. Man kann es auch tageweise buchen bei AIDA, nur für den Seetag zum Beispiel. Ich glaube, da kostete die normale Internetflat 15 € für den Seetag. Also Premium, glaube ich, kostet pro Tag 20 €. Irgendwie so, genau. Ja. Die normale, glaube ich, 15. Aber, ja. Oh, da vorne sehen wir schon das Schiff. Endlich.
Die Erfurter Puffbohne sagt, ich bin Blindenführerhund. Oder ist ein Blindenführer, nicht ich bin, Entschuldigung. Ist ein Blindenführerhund. Und wir würden sowas gerne mal machen. Also bei so speziellen Fragen würde ich tatsächlich sagen, vielleicht mal direkt mal bei Fabian anrufen. Und ich weiß nicht, ob ihr das dann noch mal recherchieren könnt. Ja, also selbst wenn es Fragen gibt, die wir nicht sofort klären können. Einfach mal anrufen. Genau. Ich denke, das sind so Sachen, da ist es dann auch, glaube ich, ganz gut, wenn man irgendwie einen persönlichen Ansprechpartner hat, Absolut. der dann auch. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, direkt bei der Reederei persönlich nachzufragen, oder? Ja, klar. Wir sind ja auch gut vernetzt da und haben unsere Kontakte. Es ist ja, wenn du online buchst, habe ich immer so das Gefühl, dass da nie irgendwie nochmal ein Menschenkontakt zwischen Nee, ist. tatsächlich. Das ist super anonym. Und deswegen sage ich auch immer, es hat für jeden immer nur einen Vorteil, sich das nicht so zu tun. Ne? Aber ja. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, das über dich zu machen. Sehr gut. Ich hoffe nicht, dass es nicht nur schlimm war, sondern auch gut. Nein, also ich habe das ja schon mal gesagt. Ich bin eigentlich eher Typ Online-Bucher, selber recherchieren, raussuchen. Aber das mit der Kabine, ob ich das so hinbekommen hätte, diese geile Kabine zu bekommen, das gerade als, wenn du keine Ahnung hast, wenn du natürlich schon 10-mal mit AIDA gefahren bist und den Kabinenplan auswendig kennst, ist das was anderes. Das Schöne ist ja auch, und das war mir ja wichtig, das hatten wir ja gestern auch mit der Website, dass wir ja beides abbilden. Also selbst für die sagen, wir möchten einfach, ohne mit jemandem zu sprechen, buchen, geht das ja auch. Kann man bei euch auch buchen, ohne mit euch zu sprechen. Geht halt auch auf der Website. Ne? Man kann ja auf der Website genauso buchen wie jetzt bei der Reederei zum Beispiel direkt und profitiert halt trotzdem von den Vorteilen. Insofern, wir können beides. Mehr Tiere. Oh ja. Gleich haben wir es geschafft. Und da das jetzt nur Höhenmeter waren, stehen am Ende wahrscheinlich nur 4 Kilometer auf der Uhr. Es ist schon surreal, wenn so ein Schiff da in so einem Fjord steht. Mhm. Ja, das ist halt krass. Wir sind halt, wie gesagt, 200 Kilometer am Landesinneren hier ungefähr. Und dann ist hier einfach ein Schiff plötzlich da. Ich habe doch gerade gewunken. Aber alle nett und freundlich. Die Busfahrerin wegen der der im Auto kam auch, hat jetzt nicht das Gefühl, dass man hier unerwünscht ist. Ne? Wir müssen hier über die Brücke, oder? Ja, Ich glaube ja, ne? genau. Sven möchte wissen, ob du das ganze Jahr auf allen Schiffen unterwegs bist. Das ganze Jahr ja nicht, aber es sind so 150 Tage im Jahr ungefähr. Letztes Jahr waren es oder vorletztes 180 Tage mal. Also etwas weniger als die Hälfte. Konzentrierst du dich dabei immer eher so auf neue Schiffe? Ja, neue mit Sicherheit. Genau. Aber sowas wie jetzt Prima, die kennst du ja schon. Die kenne ich schon, da war ich jetzt schon 4-5 Mal mit unterwegs. Aber jetzt ist hier natürlich der Aspekt, zum einen mit dir unterwegs zu sein und zum anderen auch noch mal so diesen Fokus auf Norwegen zu setzen. Wie komfortabel ist es denn, mit dem Schiff nach Norwegen zu kommen? Darum geht es jetzt hauptsächlich. Weil es ist ja nicht so, dass es jetzt jeden Monat ein neues Schiff irgendwo gibt, auf das ich mich jetzt begeben könnte. Von daher ganz bunt gemixt
Und selbst auf AIDA Prima gibt es ja auch immer mal was Neues zu erzählen. Wie jetzt die Kabine zum Beispiel, die wir da haben. Du auf Deck 9, ich auf Deck 10. Die ich vorher so auch noch nicht kannte aus eigener Erfahrung. Nur vom Deckplan. Und dann ist es natürlich Die ist spannend, super, die Kabine. da mal reinzugucken und das auch mal intensiv zu zeigen und da ein eigenes YouTube-Video drüber zu machen, im Detail alles zu präsentieren. Das macht durchaus Sinn. Das heißt, du machst über die Kabine auch noch mal ein Video? Ja, genau. Also wenn euch das dann interessiert, weil die ist im Prinzip die gleiche wie meine, nur Ja. oben drüber. Genau. Du sagtest, der Link zum Kanal ist irgendwo. Ja, wir haben hier so einen Link. Unsere Moderatoren posten das immer wieder. Okay, super. Ansonsten Kreuzfahrtstudio findet ihr auch relativ leicht bei YouTube. Aber ich habe schon gesehen, dass die Moderatoren Okay, fleißig okay, immer wieder alles klar. verlinken. Ja, aber Flom selbst, also der erste Eindruck, ist hier jetzt erstmal ein riesiger Parkplatz. Ist jetzt natürlich hier der Hafenbereich. Genau, es sind jetzt zum einen natürlich die Ausflugsbusse für die Schiffe, die hier parken, aber auch diejenigen, die hier landseitig Urlaub machen und jetzt zur Flammbahn wollen. Die starten ja auch hier mit dem Zug. Und dadurch, Also ist das hier schon Bahnhof, Hafen. ja, genau. Da vorne sieht man auch so ein bisschen diese Elektrofähre. Das ist die. Können wir da auch lang gehen oder laufen wir dann Ja. ganz falsch? Ne, können wir auch machen. Ja. Ja, die Elektromobilität ist ja hier in Norwegen sehr weit fortgeschritten. Durch die ganze Wasserkraft, die die hier haben. Und das betrifft dann auch, man sieht sogar gerade, wie diese Ladestation abgenommen wird. Der blaue Landstrom. Kran. Ja. Ach, guck mal, hier ist noch eine Frage von Ciao Halbschuh. Danke für 200 Bits. Und er fragt, ob du die Möglichkeit hast, eine Reise zu buchen, die über AIDA für Alleinreisende nicht mehr zu buchen ist. Ja, Habt ihr da manchmal... seltenst. Also meistens tatsächlich auch nicht. Anfragen lohnt sich, klar. Probieren können wir es, aber versprechen kann ich es nicht, weil oder Wartelisten gibt es eben. Ne? Also wir können dann eine Warteliste anlegen, das können wir gerne machen. Und sobald dann Verfügbarkeiten wieder kommen, können wir dann nachrücken entsprechend. Wir müssen jetzt hier- rechts rum, so, damit genau, wir das Schiff ja. von vorne bekommen. Ja. Also hier einmal... Ja, hier sehen die Zuschauer auch nochmal die Flammbahn. Das ist jetzt auch nochmal gut zu zeigen, wie nah das wirklich ist. Wir haben das Schiff ja gerade schon gesehen. Und hier geht es dann direkt los. Das ist ja eine richtige Eisenbahn. Ich dachte, das Ja. wäre so ein Bummelholz. Ach so, nee. Das ist schon was Ordentliches. Das habe ich halt letztes Jahr gemacht und das war wirklich schön. Beim nächsten Mal, wenn du hier bist. Heute waren wir aktiv. Zugfahren ist dann das Entspannungsprogramm. Ja, diese Bootsfahrten werden ja auch angeboten. Fjord-Safaris. Ach, das sind die mit diesen kleinen Speedboats. Genau. Ähnlich wie die Piraten in Hamburg. Ich glaube, der Umsatz hier für die ganzen dicken Jacken und Norwegen-Pullis ist heute nicht so gut für die Shops bei dem Wetter. Aber ich könnte Ja, mir T-Shirts. vorstellen, dass die einigen Umsatz machen, wenn im Sommer Kreuzfahrtgäste von der Kälte überrascht werden. Ja, das stimmt. Aber heute ist nicht so ein Tag. Wobei dann bestimmt auch der Bordshop bei AIDA glüht. Ja, und dieser Holzweg, das ist jetzt einfach traumhaft schön hier entlang zu gehen am Fjord. Ursprünglich hatten wir mal die Idee, nur diesen Holzweg Ja, zu gehen mit genau. dem Stream. Da haben wir jetzt richtig was geboten und uns dafür aufgeopfert.
Gehen aber da noch einmal rum. Ja, Ne? gerne. Mhm. Dann wollen wir noch das Intro machen für unser YouTube-Video, das gemeinsame. Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ob das nicht eine bessere Idee gewesen wäre, das vorher zu machen. Da Ja. sahen wir noch frisch aus. Ja, aber du siehst auch frisch aus. So ein kleines Bötchen, das hätte jetzt natürlich auch noch was. Guck mal hier. Hältst du mal bitte, ich möchte mal ein Foto machen. Machen gerade selber Fotos. Darf ich dir noch mal geben, Malte? Danke. Dirk Bricker schickt 5,99. Und er sagt, super schön, Fabian als Reiseprofi ist auch dabei. Freuen uns auf weitere schöne Eindrücke während meiner ersten Kreuzfahrt. Ich hoffe, euch gefällt das. Und ihr findet, dass das eine gute Idee war, so eine Stream-Kreuzfahrt zu machen. Die haben es cool, gut hier. Jetzt ein bisschen mit dem Bötchen über den Fjord oder mit dem Jetski hier. Das ist natürlich der Knaller. Das hätten wir machen sollen. Das wäre es jetzt, ne? Die kann man doch bestimmt mieten, die Boote, oder? Tja, vielleicht wollen die uns auch mitnehmen hier. Ist Ich das, möchte nicht, noch ein Foto machen. Ja. Hier mit dem Berg im Anschnitt. ist das nicht eine beeindruckende Perspektive, wenn man Das überlegt, ist was für ein richtig großes gut. Schiff? So, und noch. Dankeschön. Guck mal hier, vielleicht mal einen kleinen Fototipp für euch, wenn ihr interessante Fotos in so einer Situation machen wollt. Eine Idee, Vordergrund mit reinzunehmen. Und wenn ihr dann hier so Grünzeug findet, dann könnt ihr mal probieren, hier so durch zu fotografieren. Ja, und das Schiff dann irgendwie einzurahmen. Ihr wisst, wie ich meine, oder? Hast du ein Foto noch von mir? So, in der Art hier. Das ist ja so ein bisschen spannender, als wenn man jetzt einfach nur frontal drauf hält. Wobei das schon beeindruckend ist. Ja, coole Perspektive.
Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein kleines Stück rumgehen, Ja. dass wir vielleicht auf jeden Fall das Schiff noch mal von Gerne, der Seite ja. sehen. Stimmt, hier haben wir den Blick auf die Kabine. Vielleicht können wir die mal... Also meine Kabine müsste... Ich versuche die mal zu... Das müsste meine sein, die jetzt ziemlich genau in der Mitte ist. Ja, das müsste meine sein. Ihr seht, das Schöne ist halt, dass die so eine langgezogene Veranda hat. Ne? Die links daneben, die ist schon wieder kleiner. Die rechts daneben ist auch interessant, die Kabine. Die hat da nämlich auch nochmal eine sehr große Veranda da an der Rundung. Gerade die Kabinen von außen gezeigt. Naja, super. Ja, wir sehen ja von hier auch schon, wie viel größer der Balkon ist. Ja, ich sag mal, weil die Kabine links von unserer ist sofort ja, nur halb so breit. Ja, das also ist so. zumindest der Balkon. Ja. Ah, jetzt geht hier so eine Fähre raus. Ja, komm, lass uns doch noch mal hier so ein bisschen auf die Seite. Also wenn das nicht Bilder für den AIDA-Postkarten-Reisekatalog sind. Stimmt. War jemand ins Wasser gesprungen. Was hier gerade so ein etwas komisches Geräusch macht, ist das eine Fähre oder was genau ist das? Ausflugsschifffahrt. Ach, Also Ausflugsschiff, die fahren okay. hier durch die Fjorde und das ist dieses elektrische Boot. Future of the Fjords heißt die. Und die bietet dann hier Rundfahrten an. Das, was wir mit dem großen Schiff im Grunde sowieso haben, können dann hier lokale Touristen, die hier irgendwo im Hotel sind oder so, dann mit dem Schiff buchen. Hast du einmal ein Foto ran? Super. Der Exelgott hat noch 10 Abos rausgehauen auf Twitch. Herzlichen Dank. Und Andreas schickt auch noch mal 10 Euro per PayPal und schreibt: Danke für den schönen Stream und die Infos zu den Kreuzfahrten. Habe mich gerade entschieden, es zu tun. Mein Schiff 7, 5 Tage Norwegen als Alleinfahrer. Fabian ist gerade nicht in der Nähe. Hast du bei Fabian gebucht oder nicht? Tastensucher, danke für 200 Bits. Venomgeher ist seit 10 Monaten auf Twitch dabei. Und der cholerische Delfin, schöner Name, auch seit 7 Monaten. Ganz, ganz lieben Dank. Also das lädt echt zum Baden ein hier. Aber ich habe leider keine Badehose in der Nähe. Musste ich noch mal aufs Schiff.
Duisburg Live, unser Schiff, legt 20 Uhr ab. Mal gucken, vielleicht mache ich nachher auch einen Stream. Ich denke schon, dass wir auslaufen hier und so ein bisschen raus aus dem Fjord. Da vielleicht noch mal ein Stündchen streamen. Vielleicht haben wir ein ganz schönes Licht. Wir sind zwar heute Morgen schon reingekommen, da habe ich auch einen Stream gemacht, aber ich glaube heute Morgen, das ist auch noch mal ganz cool. Robert Kröber, herzlichen Dank, mein Lieber. 5er-Pack Mitgliedschaften. Andreas schreibt, ja, habe ich. Okay, dann kann ich das Fabian nachher unter die Schnute reiben, dass das nur durch mich passiert ist. Top-Fotomotiv hier. Ja, das ist echt toll. Sieht auch gerade welche in der Bugspitze da von der Spraybar, wo wir auch schon waren. Stimmt. Ganz da oben, ganz vorne. Ja, wenn du magst, können wir das gerne machen mit dem Video. Ja, wollen wir das machen? Ich frage mal, wollt ihr zugucken, wie wir hier ein Video für, also quasi das Intro für das Video, was Fabian für seinen Kanal macht? Genau, da geht's. Wollen wir euch hier hinstellen und müssen euch dann einfach ein bisschen an die Seite stellen? Genau, das geht ja im Grunde darum, dass wir ein Video machen wollen, einen Rundgang auf AIDA Prima, die Highlights des Schiffes zeigen. Auf dem Kreuzfahrtstudio-Kanal, also auf meinem Kanal, und ich möchte es ja mit Patti zusammen machen. Also, dass wir mal schauen, was hat das Schiff zu bieten. Gerade auch für Erstkreuzfahrer ja interessant. Und da ist ja mal wichtig, also beim Livestream ist es ja nicht nötig, aber bei meinen Videos ist es ja so, die aufgezeichnet sind, dass wir ein Intro machen, wo wir quasi den Zuschauern einmal sagen, was passiert jetzt. Dann geht's los und dann gibt es noch ein kurzes Outro. Und das wollen wir jetzt hier gerne aufzeichnen, denn der Ausblick dafür ist ja perfekt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dabei sein. Kitsch as Kitsch can. Kitsch hört sich immer so negativ an, ich finde es aber trotzdem schön. Ja. Dann müssen wir mal einen Platz finden, wo wir Könnten wir theoretisch da abstellen, die Kamera. am besten irgendwo in Schatten, damit die Kamera nicht hier auf den Tisch. ausglüht gleich. Können wir uns eigentlich, wir müssen mal gucken, ob das lichtmäßig passt, ob das nicht sogar sinnvoll ist, wenn wir hier auch leicht im Schatten stehen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht im Schatten stehen, wegen, weil sonst. Stell dich doch mal hier in den Schatten. Also du müsstest es ein bisschen aufhellen vorne. Können ja mal probieren. Im Licht hast du, im Sonnenlicht hast du natürlich mehr Licht, Ja. hast dann aber halt auch Schatten. Geh doch mal bitte ein bisschen zurück. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir es an der Wasserkante machen. Es sieht mehr nach Sommer aus, muss man einfach so Ja. sagen. Muss man so sagen. Machen wir das. Pass mal auf. Dann können wir schon mal Dann alles stelle ich vorbereiten. euch jetzt hier ab. Mikrofon. Ach so, jetzt haben wir natürlich das zweite Mikrofon nicht dabei. Ulrich, ich danke dir für 10 € Superchat. So schöne Impression. Ich bin nicht nur beeindruckt, sondern inzwischen etwas mehr als angesteckt. Sehr schön. Das freut uns. Und die liebe Der Nordlicht lässt auch noch mal 20 € Superchat da. Sagt Riesendank, dass wir an so einer tollen Reise teilnehmen dürfen. Danke euch. Dank euch hat ein Teil der Familie gerade AIDA-Fahrt gemacht. Kinder haben Handtücher als Tiere falten gelernt. Ach was, ja, schön. Haben wir gestern noch drüber gesprochen. Es gibt ein Buch über Genau, richtig. Handtuchtiere falten. So, wir müssen mein Mikrofon... Also wir können das auch dran lassen, dann hören die Zuschauer besser, was wir machen. Ich Wenn würde dich das das- einfach halten für uns okay, beide. wenn dich das nicht stört, Mich dann stört's nicht, lassen wir nee. mein Mikro dran. Das ist jetzt quasi behind the scenes. Gibt sonst nie. Mal gucken, wie viele Versuche wir brauchen. Ja, das ist meistens verrückt. Live klappt immer alles. Und sobald es eine Aufzeichnung ist, dann klappt es manchmal auch nicht. Willst du Gehört dich dazu. einmal da hinstellen, wo wir stehen? Dann kann Ja. ich hier den Chat auch ein bisschen ausrichten. Ja. Können wir so lassen. Okay, dann lasse ich euch da mal stehen und gehe zum Fabian. Ich halte das einfach so in die Mitte. Ja. Dann kann man uns ganz gut hören. Ist das so gut ausgerichtet, dass wir das Schiff gut sehen im Hintergrund? Sehr gut. Ich muss mal kurz überlegen, was wir sagen. Also ich würde jetzt quasi anmoderieren, wo wir hier sind, was wir machen. Und vielleicht magst du dich dann ganz kurz vorstellen einmal, was du machst. Also das Video soll in Summe 8 bis 10 Minuten gehen, ist so der Plan, Also vielleicht Intro 15. nur ganz Also kurz. genau, dass wir es möglichst kompakt halten. Okay.
Viele Grüße aus Norwegen. Wir sind hier unterwegs mit der AIDA Prima und heute in Flom. Und das Schiff ist das, was wir euch zeigen möchten in diesem Video. Wenn ich von wir spreche, bin ich diesmal nicht allein. Ich bin euer Fabian vom Kreuzfahrtstudio und ich habe Paddy noch mit dabei. Moin zusammen, ich bin Paddy. Der eine oder andere kennt mich vielleicht. Ich betreibe den Kanal Hamburg Hafen Live und bin tatsächlich auf meiner allerersten Kreuzfahrt. Genau, Paddy ist auf seiner ersten Kreuzfahrt. Ich bin dabei, ich bin quasi sein Experte, der ihn Betreuer. begleitet, Betreuer. Und wir möchten euch gerne gemeinsam die Highlights von der AIDA Prima im Rundgang vorstellen und auch so ein bisschen darauf eingehen, was ist wichtig zu wissen für einen Erstkreuzfahrer wie dich. Also viel Spaß und bleibt dabei. Und wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio zur Beratung und Buchung, denn wir sind die Experten, die euch bestmöglich auf diese Schiffe bringen können. Also viel Spaß. Super. Das hast du aber auch schon öfter gemacht. Das habe ich schon öfter gemacht. Das ist das Intro. Dann können wir gerne das Outro auch noch machen, wo wir schon dabei sind. Outro auch. Dann haben wir es einmal alles. Okay. Hallo, darf ich Hallo. mal was Hallo. fragen? Gerne. Kennen Sie Dennis Bölde? So spontan jetzt nicht. Weil irgendwie sagte er hat das Foto. Ah ja, das bin ich. Und da sind wir beide. Ach so, ja. Er sagte, den könnte ich kennen. Okay, ja, das ist in deinem Unser Stream Sohn hier. dann da. In meinem Stream ist es. Ein Foto davon. Ja, und wir sitzen Ja. da. Ach so, ja. Ja. Und der kennt wahrscheinlich mich von den YouTube-Videos. Deswegen hat er mich hier einen Screenshot davon gemacht. Das Ja. kann natürlich sein. Hier schreibt er gerade. Nein, ich schaue nur im Stream zu. Na, da hat er ach so, ja. so ein komisches Bild da oben. Ach so. Ja. Naja, die Neugierde hat mich geplant. Ja, ist also sehr schön. Sehr gut. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Tschüss. Okay. Dann machen wir das Outro auch Dann machen wir gleich. das Outro. Kurz wieder überlegen. Ja. Das waren die Highlights der AIDA Prima im Rundgang, kompakt einmal für euch zusammengefasst. Wie hat es dir gefallen, Paddy? Das ist doch Mist. Ey. Ich bin doch erst einen Tag auf Kreuzfahrt, Ja, gut. Fabian. Ja, aber Das ist doch fake. naja, aber wir Ja, haben los, ja komm, wir alles machen gemeinsam jetzt angeschaut. zwei Varianten. Okay. Wir machen jetzt, du musst mich zweimal fragen, wie es Okay. mir gefallen hat, für beide Eventualitäten. Aber das Schiff haben wir uns ja schon komplett angeschaut. Ist ja noch nicht so, dass du es noch nicht gesehen hast. Ach so, es geht in erster Linie ums Schiff, nicht genau. um die ganze Kreuzfahrt. Richtig, das Fazit, das machen wir ja zum Schluss nochmal. Ah, okay. Also wie dir das Schiff an Alles sich klar. gefallen hat. Okay. Ne? Also Okay. gut, dass wir noch mal drüber sprechen. Also es geht jetzt nicht darum... Geht nicht um die Kreuzfahrt, genau. sondern nur um das Schiff. Genau, das okay. Thema Kreuzfahrt, Gesamtreiseerlebnis machen wir zum Schluss, Okay. am letzten Tag. Das wäre sonst wirklich blöd. Ja, sonst wäre Ne? das ja echt fake. Ja, sondern es geht darum, wie dir das Schiff an sich gefallen Okay. hat. Ja. Okay. Und ich glaube, da hast du schon eine Meinung bilden Ja. können. Ne? Ja. Das waren die Highlights der AIDA Prima für euch im Rundgang. Paddy, wie hat es dir gefallen? Ja, nach anfänglichem ich will nicht sagen Probleme, aber Schwierigkeiten, eigentlich ganz gut. Ne? Also das Schiff ist zwar riesig, aber man findet sich dann doch relativ gut zurecht. Und wenn man erstmal so weiß, was es an Möglichkeiten gibt, wie man die Decks so ein bisschen sortiert und so weiter, dann findet man sich sehr gut zurecht. Und ich muss sagen, ich finde, das Schiff hat halt unheimlich viel zu bieten. Also es ist sehr vielfältig. Ja, gut, jetzt ist das meine erste Kreuzfahrt. Für mich wird wahrscheinlich alles überwältigend sein. Aber ich finde das halt ganz toll, dass du wirklich von klein bis groß alle möglichen Bereiche hast. Also insofern, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das gefällt mir an dem Schiff nicht. Ne? Ob das nach 270 Kreuzfahrten dann immer noch so aussieht, müssen wir vielleicht dann noch mal sprechen. Genau, da sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt in einem weiteren Video drüber. Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was AIDA Prima bietet. Und für dich auch nochmal interessant gewesen, diese ganzen Infos zu bekommen. Wenn ihr Paddy folgen möchtet, dann gerne auf seinem YouTube-Account Hamburg Hafen Live. Da gibt es immer ganz tolle Livestreams aus dem Hamburger Hafen, auch von tollen Kreuzfahrtschiffen, die immer wieder bei euch vorbeikommen. Und wenn ihr eure nächste Reise buchen möchtet, dann gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio. Denn wir sind die Experten für den Urlaub auf See und damit einer der idealen Ansprechpartner für eure Kreuzfahrtberatung und Buchung. Profitiert also gerne von unserem Kreuzfahrtstudio Komplettpaket. Abonniert auch gerne unseren Kanal. Und dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Paddy. Wir freuen uns jetzt noch auf ein paar schöne Tage. Und ja, bis ganz bald wieder. Tschüss. War das zu lang, was ich gesammelt habe? Das war gut. Alles Okay. super. War doch gut, dass du mal ein bisschen deine Eindrücke geschildert hast. Und war gut, dass ich wusste, worum es geht. Ja, genau. Gut, das hätten wir vielleicht vorher besprechen sollen. Ja, aber sehr gut. Super. Wunderbar. Haben wir das auch schon im Kasten? So. Ein paar Außenaufnahmen hattest du schon gefilmt, ne? Sehr gut. Ja, gab es mal Behind the Scenes hier heute. Ja, das ist, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. Es ist halt, das Schöne an dem Livestream ist, ich mache den aus und bin fertig. Ja, das ist bei mir anders. Ich habe ja auch früher sehr viele Videos gemacht, die dann geschnitten wurden. Dann
ja, du sammelst und sammelst und sammelst. Du musst halt ganz viel Details filmen. Jedes Mal entdeckst du eine Stelle auf dem Schiff, dann machst du wieder 5 Sekunden und hier 5 Sekunden und da 5 Sekunden. Ja. Und musst eigentlich stundenlang sammeln, um dann nachher diese ganzen Schnipsel irgendwie wieder zusammenzufügen, damit das Ganze dann in einem möglichst kompakten Video, in einem kurzen Zeitraum möglichst viel Information rüberbringt. Das ne? ist so, ja. Und das hat beides was, Das aber ist ist so. komplett unterschiedlich. Aber klar, das ist natürlich schön, wie du schon sagst, du bist fertig mit dem Video und es ist halt einfach fertig. Das ist bei uns ein bisschen anders. Ja, Jürgen sagt, das hatte irgendwie was von einem Bluescreen gerade. Ja, also es sieht auch echt aus wie eine Fototapete. Ne? Ja. Ja. Gut, so ihr Lieben. Ich drehe noch mal um. Also heute klopfe ich uns mal ein bisschen auf die Schulter. Berg hoch. Da ist der Mann, dessen Idee es war. Ja. Malte. Genau. Aber am Ende müssen wir Malte dann doch danken dafür, Hat sich gelohnt, dass oder? er War super, uns ja. Dass dann du uns doch da angetrieben hochgetrieben hat, da hochzugehen. Ja, wir laufen um 20 Uhr aus. Ich denke, bei dem Wetter müssen wir einen Livestream machen. Den werde ich allerdings dann auch wieder von der Kabine machen, von vorne. Wir müssen ja drehen mit dem Schiff und dann ein bisschen Ausfahrt. Ich denke, da werden wir auch noch mal so ein Stündchen, ja, irgendwie so. Ob du dann dazu kommst, ob du Lust hast, Schauen wir dann, genau. machen Ja. wir dann einfach spontan. Gerne. Ja, also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein paar Eindrücke hier aus Flom. Und nächstes Etappenziel wäre dann der Stream heute Abend und übermorgen denke ich dann später nach. Sehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ganz, ganz lieben Dank für die Kanalunterstützung. Liebe Grüße nach Hause zu meiner lieben Frau Tanja und auch ein dickes Dankeschön natürlich an unsere ganzen Moderatoren. Fabian, an dich natürlich auch Dankeschön, auch Sehr an gerne. Malte. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, schönen Tag, bis bald. Jo, tschüss. So, Moment. Jetzt muss ich erstmal den Ausknopf finden. Das ist hier nämlich gar nicht so einfach.